Es gibt etwas, worüber niemand spricht, aber jeder müsste. Dein Stuhlgang. Dein Häufchen sagt mehr über deine Gesundheit, als du denkst. Und genau da wird's spannend. Denn wenn du nach dem Klogang regelmäßig eine halbe Rolle Klopapier brauchst, dann stimmt definitiv etwas nicht. Und zwar in deinem Innern. Heute schauen wir uns gemeinsam an, was dein Stuhlgang dir eigentlich sagen will. Ganz ohne Tabus, aber mit Klopapier und ein paar Knetewürstchen zur Veranschaulichung. Wir reden über Haut, Haare, Ernährung, Fitness, über all die Sachen. Aber was am Ende hinten rauskommt, ignorieren die meisten komplett. Dabei ist dein Stuhlgang ein direkter Spiegel deiner Verdauung. Er zeigt dir, wie gut dein Darm arbeitet, ob du Nährstoffe richtig verwertest und manchmal sogar, ob sich eine Krankheit anbahnt. Lange bevor du es merkst. Und das Beste daran, du brauchst dafür kein Labor und auch kein Blutbild. Du brauchst dafür einfach nur einen kurzen Blick in die Schüssel. Klingt vielleicht komisch, aber es ist einer der einfachsten und ehrlichsten Gesundheitstests, die es gibt. Damit du verstehst, was dein Stuhlgang bedeutet, zeige ich dir heute die 7 offiziellen Stuhlgangtypen nach der Bristol-Skala und was sie bedeuten, die 6 wichtigsten Warnzeichen, die auf Krankheiten oder Ungleichgewichte hindeuten könnten und worauf du achten solltest, damit deine Verdauung wirklich rund läuft. Und wenn du wissen willst, wie du das erkennst, dann bleib jetzt unbedingt dran. Starten wir mal mit Typ 1. Kleine harte Kügelchen. Manche sagen auch Ziegenköttel dazu. Sie sind schwer rauszubekommen und oft mit Pressen verbunden. Das bedeutet, dein Darm arbeitet zu langsam. Das Wasser im Dickdarm wird fast vollständig entzogen. Das hier ist ein klares Zeichen für Verstopfung. Oder auch zu wenig Ballaststoffe, zu wenig Bewegung oder zu wenig Flüssigkeit. Was du tun kannst, damit es besser wird, trink täglich mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser. Iss mehr ballaststoffreiche Lebensmittel, wie zum Beispiel Flohsamenschalen, Leinsamen oder Gemüse. Und versuch dich täglich zu bewegen. Ein ausgiebiger Spaziergang kann teilweise schon helfen. Und wenn das öfter vorkommt, gerne auch mal ärztlich abchecken lassen. Und was ist mit dem Klopapier? Das hier ist sehr schwer abzuwischen. Du brauchst viele Stücke Papier, um das Ganze sauber zu bekommen. Kommen wir zu Typ 2. Das wäre die klumpige, harte Wurst. Der Stuhlgang ist wurstförmig, sieht aber aus, wie wenn du lauter von diesen kleinen Kötteln genommen und zusammengeformt hättest. Die Oberfläche ist total uneben und rissig. Auch das hier ist noch Verstopfung, aber schon ein bisschen besser wie Typ 1. Dein Darm arbeitet träge, aber er ist nicht komplett blockiert. Häufig spielt hier Stress, eine unausgewogene Ernährung oder auch Medikamente eine Rolle. Was kannst du tun? Du kannst die Ballaststoffe ein bisschen erhöhen, aber langsam steigern, damit dein Darm mitkommt. Genug trinken, auch hier 1,5 bis 2 Liter Wasser am Tag und, wie bei Nummer 1, mehr Bewegung. Und idealerweise täglich prüfen, ob eventuell irgendwelche Medikamente daran schuld sein könnten. Und nun zum Klopapierfaktor. Es ist schon besser wie Typ 1, aber du brauchst immer noch einiges, um das Ganze sauber zu bekommen. Kommen wir zu Typ 3. Das hier ist die sogenannte Wurst mit Rissen. Der Stuhl ist wurstartig geformt, aber die Oberfläche zeigt Risse. Er ist schon fester, aber noch nicht zu hart. Meist ist hier alles im grünen Bereich, aber dein Körper könnte noch ein bisschen mehr Flüssigkeit vertragen. Das hier ist typisch für Menschen, die sich recht ausgewogen ernähren, aber zu wenig trinken oder sich zu wenig bewegen. Um das hier in den Griff zu bekommen, könntest du täglich einfach ein bisschen mehr trinken und dich ein bisschen mehr bewegen. Die Ernährung ist aber schon gut. Was sagt der Klopapierfaktor? Meist unkompliziert. 1, 2 oder 3 Wischgänge und das Ganze ist sauber. Kommen wir zu Typ 4. Die glatte, perfekt geformte Wurst. Das hier ist der perfekte Zustand. Das ist der Idealzustand. Genau so soll es idealerweise sein. Der Stuhl ist gleichmäßig, weich und glatt geformt. Etwa wie eine Banane. Keine Brocken, keine Klümpchen, keine Risse. Einfach glatt. Das hier ist der Idealstuhl. Das bedeutet, dein Darm arbeitet im perfekten Tempo und der Wasseranteil ist auch perfekt. Und deine Ernährung scheint
ideal zu deiner Verdauung zu passen. Wenn du diesen Stuhl hast, dann solltest du nichts ändern. Es ist bereits alles perfekt. Was sagt das Klopapier? Du brauchst, wenn überhaupt, ein Stück zum Abwischen. Aber normalerweise sollte nichts am Papier übrig bleiben. Bei dieser Wurst musst du quasi nicht abwischen. Kommen wir nun zu Typ 5. Kleine Klümpchen mit klaren Rändern. Dieser Stuhl hier besteht aus einzelnen weichen Klümpchen. Keine zusammenhängende Wurst mehr, aber auch noch kein Brei. Das bedeutet, dein Darm arbeitet etwas zu schnell. Es bleibt also zu wenig Zeit, um Wasser zu entziehen und dadurch wird dein Stuhl weicher. Das kann mal vorkommen, zum Beispiel durch Kaffee, Stress, hormonelle Schwankungen oder fettiges Essen. Wenn das hier öfter vorkommt, dann kann es sein, dass deine Darmflora aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Oder du hast Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder dein Stresslevel ist zu hoch. Was kannst du hier tun? Die Ernährung beobachten. Schau, was nach welchen Lebensmitteln passiert. Bring mehr Ruhe in deinen Alltag. Der Stress wirkt auch auf unsere Verdauung. Oder du probierst ein Probiotika aus. Bitte nimm aber ein gutes Produkt, um deine Darmflora nicht zusätzlich zu belasten. Und wenn du nach einem guten Produkt suchst, dann schau doch gerne in meinen Supplement-Kompass. Da drin findest du alle Produkte, die ich selber nehme und auch meinen Kunden empfehle. Aktuell bekommst du sogar einen 30-minütigen Termin mit mir persönlich, in dem wir über deine Supplements drüber schauen. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Klopapierfaktor? Nicht dramatisch, aber deutlich mehr Aufwand. Kommen wir zu Typ 6. Breiig, formlos und sehr unruhig. Der Stuhl hier ist breiig bis matschig, ohne klare Form. Oft verbunden mit Dranggefühl oder auch Blähungen. Wenn dein Stuhl so aussieht, dann ist dein Verdauungstempo viel zu hoch. Dein Darm kann nicht mehr richtig verarbeiten und Nährstoffe gehen verloren. Typisch bei Infekten, Reizdarm, bei Lebensmittelunverträglichkeiten und nach Antibiotika. Was kannst du tun? Idealerweise ein Ernährungstagebuch führen. Temporär vielleicht auf Schonkost umsteigen. Zum Beispiel Reis, geriebener Apfel oder eine Möhrensuppe. Und die Darmflora gezielt aufbauen. Wenn das über längere Zeit so bleibt, dann bitte ärztlich abklären lassen. Klopapierfaktor extrem hoch. Du musst wischen und wischen und wischen und wischen. Und nun kommen wir zum 7. und letzten Typ und das hier ist der flüssige Durchfall. Das hier ist reiner Durchfall, super flüssig und teils sehr explosiv. Oft begleitet von Bauchkrämpfen oder Übelkeit. Das hier deutet auf eine akute Reaktion des Körpers. Meistens kommt das durch Bakterien, Viren oder durch verdorbene Lebensmittel. Kann aber auch bei chronischen Erkrankungen vorkommen, zum Beispiel bei Morbus Crohn. Wichtig, bei dem Stuhlgang gehen alle möglichen Nährstoffe verloren. Das ist besonders kritisch bei älteren Menschen und bei Kindern. Was kannst du tun? Idealerweise viel trinken, auf die Elektrolyte achten und Aktivkohle kann auch helfen. Achte auf leicht verdauliche Lebensmittel, zum Beispiel Banane, Reis oder geriebener Apfel. Wenn das hier länger als 48 Stunden andauert, dann geh bitte zum Arzt. Wenn dann noch Blut im Stuhl dazukommt oder hohes Fieber, dann geh bitte sofort zum Arzt. Und was sagt's Klopapier? Du wirst gefühlt nicht mehr fertig. Und nun kommen wir zu den Sonderformen. Denn jetzt geht es um das, was nicht auf der Bristol-Skala steht, aber trotzdem extrem wichtig ist. Vor allem, wenn es regelmäßig vorkommt oder neu auftritt. Da hätten wir zuerst mal den schwarzen Stuhl. Wenn dein Stuhl pechschwarz und glänzend ist, kann das auf Blutungen im oberen Verdauungstrakt hindeuten. Zum Beispiel im Magen oder im Zwölffingerdarm. Man spricht hier auch vom Teerstuhl. Aber Achtung, wenn du Aktivkohle oder Eisenpräparate zu dir nimmst, dann kann der Stuhl auch diese Farbe haben. Entscheidend ist, ob es plötzlich und ohne erkennbaren Grund auftritt. Was du jetzt machen sollst, wenn das einmal vorkommt, nachdem du Aktivkohle genommen hast, überhaupt kein Grund zur Sorge. Aber wenn es regelmäßig vorkommt und du dich vielleicht noch schlapp fühlst, dann auf jeden Fall zum Arzt. Nummer 2 ist der rote Stuhl. Was kann das hier bedeuten? Frisches Blut außen am Stuhl oder am Klopapier deutet meist auf Hämorrhoiden oder kleine Risse hin. Rotes Blut im Inneren des Stuhls ist jedoch meist ein Zeichen für Blutungen im inneren Darm.
Oder vielleicht ist es auch ganz harmlos und du hast rote Beete oder rote Drachenfrucht gegessen. Was du tun solltest, wenn du dir unsicher bist, wenn das hier öfter vorkommt, dann lass es mal ärztlich abchecken. Nummer 3. Sehr heller oder fast weißlicher Stuhl. Wenn dein Stuhl fast lehmfarben oder weißlich ist, dann kann das auf Gallenprobleme oder Leberstörungen hinweisen. Unsere Galle färbt den Stuhl normalerweise braun. Und wenn es fehlt, dann wird es eben auffällig hell. Begleitzeichen zu diesem Stuhl wären dunkler Urin, eine gelbstichige Haut oder gelbliche Verfärbung der Augen. Das hier unbedingt ärztlich abchecken lassen. Dann haben wir den grünstichigen Stuhl. Er wird vermutlich nicht ganz so grün sein, aber definitiv grünlich. Kommt häufig bei sehr schneller Verdauung vor oder zum Beispiel bei Durchfall. Aber auch durch bestimmte Lebensmittel oder Präparate, zum Beispiel Spirulina, Spinat oder Eisen. Was du tun solltest, wenn das hier einmalig vorkommt, ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn es öfter passiert, solltest du deine Ernährung vielleicht ein bisschen beobachten. Nummer 5 wäre Schleim im Stuhl. Sieht aus wie eine ganz normale Wurst, ist aber von einer schleimartigen Schicht überzogen. Das kann auf Entzündungen, Reizdarm oder Infektionen hindeuten. Bei zusätzlichen Symptomen wie Bauchweh oder Durchfall bitte ärztlich abchecken lassen. Und nun die letzte Sonderform, Nummer 6, das wäre ein glänzender oder schwimmender Stuhl. Ein Stuhl, der glänzt und im Klo schwimmt, bedeutet sehr häufig, dass dein Körper Probleme damit hat, Fette zu verdauen. Kommt häufig vor bei Gallenproblemen, Bauchspeicheldrüsenschwäche oder bei Zöliakie. Du erkennst es ganz gut, wenn der Stuhl glänzt, im Klo oben schwimmt und wenn es sich schwer abwischen lässt. Wenn du das regelmäßig beobachtest, dann bitte auch ärztlich abchecken lassen. Dein Stuhlgang ist also kein Zufallsprodukt. Er zeigt dir ziemlich genau, was in deinem Körper passiert und manchmal eben auch, wenn etwas nicht stimmt. Deshalb lohnt es sich hinzuschauen, auch wenn es kein Lieblingsthema ist. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleib gesund.